Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir ein Problem, was leider viele BMW-Fahrer betrifft, ein defektes Motorsteuergerät. In dem Video werden wir darauf eingehen, was es für Möglichkeiten gibt, das Motorsteuergerät zu tauschen, ein gebrauchtes zu verwenden und wie man das überhaupt diagnostiziert. Das Problem ist, dass so ein Motorsteuergerät sehr viel Geld kostet. Es kostet, um genau zu sein, 1.300 € bei BMW, ohne Kodierung, ohne Einbau, ohne gar nichts. Das Problem bei der Kodierung ist einfach, dass wenn BMW euch ein neues Steuergerät einbaut, muss BMW das gesamte Fahrzeug auf den neuen Softwarestand bringen, wie dieses Steuergerät. Wenn so ein Auto aber wie in dem Fall 13 Jahre alt ist, dann viel Spaß, weil die einzelnen Steuergeräte, die können und werden bei einem Update auch kaputt gehen, weil die Speicher der einzelnen Steuergeräte sind halt nicht mehr in Ordnung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich hierher zu kommen, dann können wir hier vor Ort das Fahrzeug prüfen und den Fehler feststellen, wie in dem Fall. Wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen, dann bieten wir auch eine Fernwartung an für die Leute, die weiter weg sind, Österreich, Schweiz oder allgemein in Deutschland weiter weg. Wir schicken euch so ein Kabel, ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen, einzelne Komponenten prüfen, Komponenten des Motors, Komponenten des Getriebes, Steuergeräte anpassen, Diagnosen durchführen. Interessant ist sowas zum Beispiel für jemanden, der ein Fahrzeug kaufen will und wissen möchte, lohnt sich das Auto zu kaufen, wie viel muss ich investieren, damit das Auto länger lebt? Oder man hat ein Fahrzeug und denkt, soll ich den verkaufen oder noch behalten? Oder wie in dem Fall, wir haben ein Problem und der Kunde weiß einfach nicht mehr weiter, wo man weitermachen soll. Da wir mit sowas halt viel Erfahrung haben, konnten wir das Problem lokalisieren, dass es sich im Motorsteuergerät handelt. Motorsteuergerät, unabhängig davon, dass er sehr viel Geld bei BMW kostet, ist das leider momentan auch nicht lieferbar. Ist auch blöd. So, gebrauchte Steuergeräte. BMW kann keine gebrauchten Steuergeräte anpassen. Ne? Das ist so, weil die Steuergeräte sind einmal beschrieben und das war's. Wir haben die Möglichkeit, gebrauchte Steuergeräte anzupassen. Wichtig ist, wenn man ein gebrauchtes Steuergerät sich besorgt, sollte man ein Steuergerät kaufen, das vom gleichen Motor ist, das heißt gleiche Motorisierung und auch gleiches Getriebe. Das heißt, habt ihr eine Automatik, dann kauft eine Automatik. Ne? Habt ihr einen Schalter, kauft einen Schalter. Wenn es nicht die Möglichkeit gibt, zum Beispiel das Auto als Schalter oder Automatik entsprechend Getriebe zu kaufen, dann können wir das anpassen. Es kostet aber extra. Deswegen lieber gleich das passende Steuergerät kaufen. Woran sollte man noch achten, dass das Steuergerät natürlich zu dem Fahrzeug passt? Ne? Das heißt, nicht einfach irgendein Steuergerät kaufen, sondern einfach entweder bei BMW gucken, welche Steuergeräte passen oder das gleiche, was ihr halt habt. Dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten bei der Anpassung von dem Steuergerät. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, bieten einige an, das Steuergerät zu klonen. Das heißt, es werden die Speicher des originalen Steuergeräts komplett ausgelesen und auf das andere Steuergerät überspielt. Das Problem ist natürlich, wenn so ein Steuergerät 13 Jahre alt ist, dann sind natürlich auch die Speicher nicht mehr ideal. Die sind auch defekt, deswegen funktionieren manche Komponenten zum Beispiel von dem Motor nicht richtig. Das ist der Grund, warum ein Steuergerät getauscht wird. Es ist nicht immer eine irgendwie kalte Lötstelle oder sowas oder irgendwie Wassereinbruch, sondern einfach vom Prozessor oder vom Speicher sind manche Bereiche nicht mehr lesbar. So, und was bringt uns das, wenn wir das Steuergerät einfach klonen, dass die Daten einfach auslesen und genau die gleichen kaputten Daten auf ein anderes Steuergerät kopieren, dann haben wir das gleiche Problem nochmal. Deswegen unsere Vorangehensweise an das Ganze ist ein bisschen anders. Das heißt deswegen, wir passen nur die Wegfahrsperre an. Das heißt nur die Wegfahrsperre an sich. Die ist weiterhin aktiv. Ihr könnt mit dem Fahrzeug zu BMW fahren, ihr könnt Updates machen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das Fahrzeug ist genauso wie vorher. Aber die Daten, wie die Motordaten, die sind die gleichen von dem Spenderfahrzeug. Ne? Beziehungsweise wenn ihr zum Beispiel ein Steuergerät gekauft habt, was jetzt ein anderes Getriebe hat oder zum Beispiel eine etwas andere Motorisierung, dann passen wir diese Motordaten halt so an, dass die halt passen, original. Aber die Daten werden nicht kopiert, weil wir wollen nicht riskieren, dass wir den Fehler mitkopieren. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn man schon Geld investiert für ein Steuergerät, für die Anpassung, dann will man sicher sein, dass das, was ich gemacht habe, ist, dann will ich das Motorsteuergerät zumindest ausschließen. Und wenn man das Ding nicht klont, dann weiß man, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Motorsteuergeräte genau den gleichen Fehler haben, ist eigentlich gleich 0. Aber wenn man das Ding klont und wir haben den gleichen Fehler wieder, dann viel Spaß. War der Fehler im Steuergerät? Ist der Fehler vielleicht doch irgendwo im Fahrzeug, im Kabelbaum, im Sensor? Das ist natürlich nicht so optimal. Wenn wir so ein Steuergerät anpassen, dann updaten wir gleich die neueste Software des Motors, dass wir halt bei dem Fahrzeug die neue, richtige
beste Software haben, die da reingehört. Das heißt, die originale BMW-Software wird halt draufgespielt mit dem BMW-Tester. Ihr könnt uns das Steuergerät, wie gesagt, zuschicken, wenn ihr euch dafür entscheidet. Wir brauchen von euch einmal das gebrauchte und das defekte Motorsteuergerät. Wir brauchen einmal die Wegfahrsperre. Die Wegfahrsperre sitzt im Fahrerfußraum. Entweder die sieht so aus oder die sieht so aus oder die sieht halt so aus. Es gibt verschiedene Arten und wir brauchen einen Schlüssel. Wenn zum Beispiel das alte Motorsteuergerät defekt ist, Vollwasser gelaufen ist, gar nicht mehr da ist, nicht schlimm, weil wir müssen da nichts irgendwie rauskopieren. Wir können das auch anders machen. Aber falls ihr das habt, könnt ihr uns gerne zuschicken. Dann können wir sicherstellen, dass die Daten auch entsprechend halt passen und gucken, was Sache ist. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch. Wir können natürlich nicht nur die Motorsteuergeräte anpassen, sondern auch die restlichen Steuergeräte, wie zum Beispiel von der Beleuchtung, Tacho, Navi, ABS, alles Mögliche kann man halt anpassen, damit das Problem halt relativ kostengünstig gelöst ist. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns ein Like da, teilt das Video, damit auch andere BMW-Fahrer wissen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als zu BMW zu fahren und für eine Anpassung oder für ein Steuergerät inklusive Anpassung 2000 € zu bezahlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.